Heute heiße ich alle Modellbahnfreunde ganz herzlich willkommen bei Kufenau. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. Anlass des heutigen Videos ist was ganz Besonderes, denn die Spannung steigt. Ich habe mir ein neues Spielzeug zugelegt, nämlich ein Busch Feldbahn-Startset. Das Ganze ist jetzt wirklich komplettes Neuland für mich. Und was ich da wirklich genau mit vorhabe, das verrate ich euch natürlich noch nicht. Aber in dem heutigen Video möchte ich jetzt einfach mal mit euch das Set hier auspacken und mal gucken, ob wir die Feldbahn zum Laufen kriegen. Doch bevor wir das Ganze machen, möchte ich euch erst noch mal kurz den Sponsor von dieser Feldbahn-Startpackung vorstellen. Das ist heute das Spielwarenfachgeschäft Werst. Das Spielwarenfachgeschäft Werst in Ludwigshafen-Ockersheim ist zweifelsohne das größte Fachgeschäft für Modellbahn- und Modellbauartikel im Rhein-Neckar-Raum. Auf einer Ladenfläche von ca. 600 Quadratmeter sind über 60.000 Artikel sofort verfügbar. Neben dem Standardsortiment der Hersteller findet ihr hier auch regionale Sondermodelle. Kompetente Beratung sowie günstige und faire Preise runden das Angebot der Firma Werst ab. Daher schaut doch einfach mal im Webshop oder noch besser im Ladengeschäft vorbei. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung oder oben rechts im Eck. Jo, und dann fangen wir doch auch gleich mal an. Packen wir das Teil mal aus. Das Ganze ist hier hinten mit so kleinen Klebestreifen versehen. Die schneiden wir jetzt einfach mal auf. Und dann kommt hier alles zum Vorschein, was wir brauchen. Ich bin selbst mal gespannt, was da alles so drin ist. Wie gesagt, das ist wirklich meine erste Feldbahn, mein erstes Feldbahn-Startset. Jetzt gucken wir einfach mal. Da haben wir einmal die Gleise hier. Da sieht man jetzt schön diesen Metallstreifen hier in der Mitte, der da eingelassen ist. Da haben wir noch ein Gleis. Okay, da liegt noch was unten drunter. Was ist das? Das werden wir auch gleich mal gucken. Okay. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd da mit den Kunden, mit den Pappern. Aber okay, den machen wir mal weg. Okay. Gut. Schauen wir mal weiter. Feldbahn-Gleissystem. Feldbahnschilder. Auch nicht schlecht. Oh, Torfwerk, Ziegel. Da kann man sind gleich verschiedene verschiedene Kreise mal aufgebaut. Auch nicht schlecht. Oh, nicht schlecht, was da alles schon mal dabei ist. Anleitung für die Lok. Okay. Wartungshinweise nehme ich mal an. Okay. Ersatzteile für die Lok. Aha, okay. Ersatzteilblatt. Okay. Tja, dann schauen wir mal. Das ist also das einmal so ein Gleis und einmal ein Anschlussgleis dabei und dann haben wir hier noch die Bögen. Die liegen ein bisschen fester drin, was aber nicht weiter tragisch ist. So, dann würde ich sagen, und da haben wir noch einmal dieses Schaltgerät. Okay, da kümmern wir uns gleich drum. Gehen wir erstmal da dran. Tun wir aber das ein bisschen zur Seite. Bauen wir erstmal den Kreis auf. So, ich denke mal beim Gleis zusammenstecken. Das wird identisch sein mit anderen Gleisen. Okay. Ne, da muss man auch, also da muss man wirklich aufpassen, dass man diese kleinen winzigen Schienenverbinder wirklich trifft. Das ist schon ein bisschen mehr eine Herausforderung. Ich sag mal, wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, geht es, glaube ich, ganz gut.
Tja, also das ist mal der Kreis. Sieht schon mal nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also es ging jetzt wirklich wesentlich besser, als ich am Anfang gedacht habe, mit den Teilen da zusammenstecken. Dann werden wir mal gucken, wie wir das Ganze jetzt da angeschlossen kriegen an dem Teil. Dazu machen wir mal, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier ist anscheinend noch mal so ein kleiner Kleber. Den machen wir mal weg. So. Aha. Jetzt ist die Frage, geht das so auf? Ah ja, das geht dann so auf und da haben wir anscheinend einmal einen Batteriekasten. Da werden wir gleich 2 Batterien reinmachen. Und hier sind die Anschlusskabel. So. Dann stecken wir das doch gleich mal zusammen. Also ich gehe ziemlich sicher Rot zu Rot und Schwarz zu Schwarz. Dann kann man das hier hinten so rausgucken lassen. Jetzt brauchen wir 2 Batterien, dass wir das da mal reinkriegen. Ja, hier sind jetzt mal 2 Batterien. Die sind übrigens nicht mit im Lieferumfang. Also die müsst ihr noch separat dazu kaufen. Beziehungsweise, naja, das sind ganz normale Standardbatterien. Die hat eigentlich jeder daheim. Dann machen wir die mal da rein. So. Dann machen wir das Teil mal wieder zu. Wie geht es jetzt zu? Ah, so. Das geht so zu und da ein Ausschnitt ist, gehe ich mal davon aus. Ja, also im Prinzip ist es egal, wo er die Kabel da hinten rausführt. Warum da so ein Ausschnitt ist, keine Ahnung. Tja, dann hätten wir das doch auch schon mal aufgebaut. Dann wollen wir mal die Feldbahn hier rausholen. Ne? Also laut Anleitung ist dieser Kunststoffrahmen auch dazu gedacht, dass ihr das in die Vitrine stellen könnt. Finde ich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wobei ich sage, das müsste theoretisch auch ohne den Kunststoffhalter in der Vitrine stehen bleiben. Dann werden wir das Ganze jetzt hier mal auspacken. Ne? Die ganze Feldbahn, den ganzen Feldbahnzug hier. Schauen wir mal, dass wir das sauber hier rauskriegen. Also die Idee ist echt nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Dann stellen wir erstmal die Lok auf. Also die hatte auch hier übrigens, da ist auch irgendwie so ein Metallteil eingelassen. Die sitzt hier richtig satt drauf. Und dann setzen wir die mal hier hin. Wow. Also die wird hier auch schon ganz schön fest angezogen an das Gleis, muss ich sagen. Hey, in aller Achtung. Schauen wir mal, ob das Teil läuft. Oh, geil. Schaut mal, sie läuft. Oh, ja. Ist das geil, ey. Ich denke mal, die wird das noch ein bisschen sich einlaufen müssen. Die hört sich manchmal noch ein bisschen, die hört sich manchmal noch ein bisschen so schwergängig an, aber ich denke mal, die läuft sich jetzt noch ein und dann sieht das Ganze schon besser aus. So, lassen wir sie mal außen rumfahren, dann hängen wir mal die Wegen an. So, dann hängen wir mal die Wägelchen an hier. Das ist schon brutal, wie leicht das, wie filigran das Zeug hier ist. Legt das sowas fährt, ey. Das ist schon brutal. Geil. Also das ist schon geil, ne?
Es ist schon geil, hey. Das ist doch einfach geil, oder? Und rückwärts. Oh. Okay, also rückwärts, der Wagen ist schon mal rausgesprungen. Also der ist definitiv dann wahrscheinlich zu leicht. Da ist der dann da hinten zu schwer hinten dran. Da gehört dann schon mal Gewicht rein. Natürlich habe ich mir auch gleich mal noch eine Weiche gekauft. Da werden wir jetzt mal gucken, wie die aussieht. Und da würde mich jetzt auch mal wirklich brennend interessieren, wie das Ganze dann funktioniert. Ich meine, das Zeug ist wirklich nicht ganz billig, muss man echt sagen. Aber es sieht geil aus. So, wo ist dieses Weichenstück da? Dieses Weichchen. Das ist die Weiche. Das ist ja brutal. Das ist echt brutal. Hey, das ist echt brutal. Wie klein. Ah, was haben wir hier? Okay. Ist das für ein Stelldraht? Also, das ist schon der Hammer. Wie fein das Zeug ist. Was ist da noch dabei? Eine Sicherung. Okay. Oh, da ist noch was drin. Dann schauen wir doch gleich mal, was da noch alles so gezeigt ist. Okay, für was brauche ich bitte schön die Sicherung? Also wenn von euch jemand weiß, für was die Sicherung hier ist, der kann mir es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich verstehe es momentan ehrlich gesagt noch nicht. Aber gut, ich habe mich da jetzt auch noch nicht... ich habe mich da jetzt auch echt noch nicht groß mit befasst. Dann machen wir die doch aber noch mal da rein, würde ich sagen. So, aufmachen das Ganze und schauen wir doch mal. Jetzt fehlt natürlich da oben ein Stück. Das stört mich jetzt erstmal nicht. Ja doch, ich muss ja eh da unten noch was dran machen. Hier sind mal kurz 2 Gleisstücke noch. Oh, das ist aber gar nicht schön. Oh. Also eins kann ich euch jetzt schon sagen. Zum ständigen Auseinandermachen und Zusammenstecken sind die Gleise nicht geeignet. Weil hier hat sich schon der Schienenverbinder gelöst, der eigentlich an der festen Stelle dran ist, an der festen Stelle von der Weiche ist. So. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Mal sehen, wie gut die Lok jetzt über die Weiche fährt. Ja, gut, okay. Das hatte ich fast vermutet, aber man sieht auch, ja, das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass das Ganze halt noch recht pro forma jetzt hier aufgebaut ist. Ich denke mal, wenn man das Ganze dann richtig fest einbaut und das Herzstück noch polarisiert, ja, auch dann wird das Ganze wesentlich besser funktionieren, aber auch darüber werde ich dann mal ein Video machen. Ich habe jetzt mal noch die 2 Wagen rumgedreht. Jetzt gucken wir einfach mal, wie es jetzt mit dem Rückwärtsfahren aussieht. Und ich glaube, so ist das Ganze schon besser. Ja, definitiv. Also wenn da der Wagen ein bisschen schwerer ist, ist auf jeden Fall besser. In der Packung war jetzt noch so ein kleines Teil hier drin. Da habe ich mir auch ganze Zeit überlegt, ja, für was ist dieses Teil eigentlich?
wenn man natürlich mal in die Anleitung guckt, dann weiß man natürlich auch relativ schnell, was das für ein Teil ist. Und zwar, ich halte mal die Lok an und nehme die mal hier runter. Aktuell, wenn man die frisch aus der Verpackung nimmt, ist nur hier hinten eine Anhängerkupplung dran. Ne? Hier vorne ist quasi kein Anhängerstift. Das ist ja keine Kupplung, das ist ja mehr so ein Stift, also auch keine Kupplung dran. Und das ist einfach eine zusätzliche Kupplung. Wenn man natürlich die Lok zum Beispiel, ja, machen wir es doch einfach mal. Wenn ich jetzt mit der Lok so, klasse. Wenn ich jetzt mit der Lok sowas machen wollte. Ja, dass ich von beiden Seiten, also jetzt dazwischen reinnehme und vorne und hinten quasi meine Wegen dranhängen, oder dass ich halt sage, okay, ich will meine Wagen von hier so schieben, dann müsste ich halt hier vorne diese Kupplung dran machen. Das ist eigentlich alles, was da noch was das Teil hier ist. Mit Sicherheit wird sich jetzt der ein oder andere von euch fragen, schön, und jetzt? Für was hat er sich das jetzt eigentlich gekauft? Nur um uns jetzt mal kurz zu zeigen, dass er ein neues Spielzeug hat? Nein. Natürlich habe ich was in der Planung. Das will ich euch aber jetzt noch nicht verraten. Da spanne ich euch echt noch eine ganze Weile auf die Folter. Das wird auch noch nicht in der nächsten Zeit verraten. Auf jeden Fall spielt da diese Feldbahn schon eine große Rolle. Bevor ich aber da weitermache, will ich mit dem ganzen Teil erstmal noch ein paar Tests machen. Das ist Bevor ich euch aber verrate, was ich da in der Planung habe oder was da kommen soll, werde ich natürlich erstmal hier noch ein paar Tests machen, um zu gucken, ob das wirklich auch alles so funktioniert. Und die ganzen Tests, da werde ich euch mit Sicherheit immer wieder auf dem Laufenden halten, was ich da teste und zu was diese Feldbahn alles in der Lage ist, was kann die alles, wo sind die Grenzen. All das werde ich irgendwann in der nächsten Zeit immer mal wieder ein Video darüber machen. Von daher, wenn ihr euch auch für das Thema wenn ihr euch auch für das Thema Feldbahn oder Busch-Feldbahn interessiert, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Kanal jetzt zu abonnieren. Ansonsten sind wir jetzt heute mal wieder... Und leider sind wir auch heute schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.